Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass manche Sätze, die wir im Alltag völlig selbstverständlich sagen, eigentlich wie kleine Stolpersteine sind, die wir uns selbst in den Weg legen? Diese Worte wirken harmlos, aber sie untergraben unser Selbstvertrauen, unsere Ausstrahlung und manchmal sogar unsere Chancen im Leben. Und das Tückische ist, wir merken es oft gar nicht. Denn wir haben uns so sehr an diese Formulierungen gewöhnt, dass sie wie Hintergrundmusik laufen. Ständig, unauffällig, aber mit großer Wirkung. Heute zeige ich dir 12 dieser unscheinbaren Sätze, erkläre, warum sie so gefährlich sind und wie du sie sofort ersetzen kannst. Und ich lade dich ein, hör gut zu und achte einmal darauf, bei welchem dieser Sätze du dich selbst erwischst. Vielleicht findest du gleich mehrere, die du ständig benutzt. Und dann hast du hier die Chance, dein Sprachmuster zu ändern. Satz eins: Ich versuche es. Klingt doch nett, oder? Ich versuche es klingt höflich, bemüht, offen. Aber in Wirklichkeit sendest du damit ein Signal von Unsicherheit. Stell dir vor, du sagst zu einem Kollegen, ich versuche den Bericht bis morgen fertig zu machen. Was hört der andere? Nicht, ich mache es, sondern ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. In einer Welt, in der Verlässlichkeit zählt, ist ich versuche ein Alarmsignal. Ersetze es durch. Ich mache es bis morgen fertig. Oder falls realistisch, ich habe es bis morgen für dich. Die Klarheit verändert sofort, wie du wahrgenommen wirst. Ich habe einmal mit einem Projektleiter gesprochen, der mir erzählte, ich habe nie gemerkt, wie oft ich versuche gesagt habe. Bis mein Chef mir eines Tages sagte, weißt du, wenn du sagst, du versuchst etwas, dann rechne ich schon damit, dass es nicht klappt. Das war ein Schlüsselmoment für ihn. Er begann klar zu sagen, ich mache oder ich entscheide. Und er merkte, wie plötzlich sein Team viel mehr Vertrauen hatte. Frage an dich, wann hast du zuletzt ich versuche gesagt? Und wie wäre es gewesen, wenn du stattdessen ich mache gesagt hättest? Satz 2: Eigentlich, eigentlich ist ein Weichmacher. Es schwächt jede Aussage. Beispiel, du sagst zu einem Freund, eigentlich finde ich die Idee gut. Was bleibt hängen? Nicht das Gut, sondern das Zögern davor. Ich erinnere mich an eine Szene in einem Meeting. Ein Kollege hatte eine wirklich starke Präsentation. Als er fertig war, meinte er, eigentlich war das alles. Plötzlich wirkte es, als sei er selbst nicht überzeugt. Tipp: Streiche eigentlich komplett. Oder ersetze es durch klare, direkte Formulierungen. Frag dich, willst du, dass deine Worte stark wirken oder abgeschwächt und unsicher? Noch ein Gedanke. Eigentlich benutzen wir oft, um Konflikte zu vermeiden. Eigentlich passt es mir nicht. Eigentlich hätte ich Lust, aber damit nehmen wir uns die Kraft, klare Grenzen zu setzen. Besser, es passt mir nicht. Oder ich habe keine Lust. Direkt, ehrlich und respektvoller. Satz 3: Ich weiß nicht. Manchmal wissen wir etwas nicht. Das ist völlig okay. Aber oft sagen wir, ich weiß nicht, obwohl wir eine Ahnung oder Meinung haben. Beispiel, jemand fragt dich, wo wollen wir essen gehen? Und du sagst, ich weiß nicht. Du gibst damit sofort die Entscheidung ab und wirkst passiv. Besser, ich bin mir noch unsicher, aber ich hätte Lust auf Italienisch. Das zeigt, dass du offen bist, aber dennoch Initiative ergreifst. Beobachte dich mal. Wie oft benutzt du ich weiß nicht? Und in Wahrheit weißt du es doch. Kleiner Hack: Wenn du wirklich nichts weißt, sag, das finde ich für dich heraus. Oder
Ich habe gerade keine Antwort, aber ich schaue nach. Das signalisiert Kompetenz statt Hilflosigkeit. Satz 4: Ich habe Pech. Dieser Satz programmiert dein Denken auf Opferrolle. Eine Bekannte von mir sagte ständig, ich habe einfach immer Pech. Und weißt du was? Sie hat es tatsächlich immer wieder erlebt, weil sie Situationen so gedeutet hat, dass sie ins Bild passen. Sie verlor einen Job und sagte, typisch wieder Pech. Sie verpasste eine Bahn. Immer ich. Das wurde zu ihrer Identität. Besser ist, das war eine ungünstige Situation, aber ich kann daraus lernen. So lenkst du deine Gedanken automatisch auf Lösungen. Stell dir vor, du ersetzt Pech durch Chance zum Lernen. Wie würde sich dein Blick auf deine letzte Niederlage verändern? Satz 5: Ich muss. Ich muss klingt nach Zwang, nach etwas, das dir auferlegt wurde. Statt ich muss heute noch ins Fitnessstudio, sage, ich will heute noch ins Fitnessstudio. Es ist derselbe Plan, aber die Energie dahinter ist komplett anders. Dein Unterbewusstsein reagiert auf diese kleinen Unterschiede viel stärker, als du denkst. Übung. Tausche eine Woche lang jedes Ich muss durch Ich will. Du wirst überrascht sein, wie frei und motiviert du dich plötzlich fühlst. Satz 6: Ich sollte. Ich sollte klingt nach Druck und schlechtem Gewissen. Es ist wie eine unsichtbare Liste von Pflichten, die wir nie ganz erfüllen können. Beispiel: Ich sollte öfter Sport machen. Was fühlst du dabei? Ein schlechtes Gewissen, aber keine Motivation. Besser: Ich entscheide mich heute für Bewegung oder ich will heute raus an die frische Luft. Dadurch übernimmst du Verantwortung. Ohne Schuldgefühle. Satz 7: Das schaffe ich nie. Dieser Satz ist wie ein Selbstsabotageprogramm. Stell dir vor, du sagst, das schaffe ich nie, einen Marathon zu laufen. Dein Gehirn hört unmöglich und fängt gar nicht erst an, Wege zu suchen. Besser, das wird eine Herausforderung, aber ich kann Schritt für Schritt darauf hinarbeiten. So öffnest du dein Denken für Möglichkeiten statt Grenzen. Denk mal zurück, was hast du früher für unmöglich gehalten, das du heute längst kannst? Satz 8: So bin ich eben. Klingt harmlos, ist aber eine Ausrede, die dich in deiner Entwicklung festhält. Beispiel: Ich bin halt chaotisch, so bin ich eben. Damit machst du deine Schwäche zur Identität und verhinderst Veränderung. Stattdessen: Ich habe bisher oft chaotisch gehandelt, aber ich arbeite daran, strukturierter zu werden. Damit bleibst du offen für Wachstum. Satz 9: Andere sind besser. Sich zu vergleichen kann motivieren, aber meistens schwächt es uns. Beispiel: Du siehst einen Kollegen, der eine Präsentation hält und sagst dir, er ist viel besser als ich. Plötzlich fühlst du dich klein. Egal wie gut du selbst bist. Besser, ich kann von ihm lernen und meine eigene Stärke einbringen. Vergleiche dich mit dir von gestern, nicht mit jemand anderem. Satz 10: Ich habe keine Zeit. Diesen Satz benutzen wir ständig, aber er macht uns machtlos. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit für Sport, dann klingt es, als ob die Zeit schuld wäre. Die Wahrheit ist, es geht um Prioritäten. Besser, gerade ist Sport für mich keine Priorität. Oder ich entscheide mich heute für etwas anderes. Das klingt ehrlicher und zeigt, dass du die Kontrolle hast. Satz 11: Das ist unmöglich. Dieser Satz killt jede Kreativität. Beispiel: Jemand schlägt im Meeting eine ungewöhnliche Idee vor und sofort kommt, das ist unmöglich.
Damit ist die Diskussion beendet, bevor sie überhaupt begonnen hat. Besser, das klingt schwierig, aber wie könnten wir es möglich machen? So öffnest du die Tür für Innovation und Lösung. Satz 12. Mal sehen. Mal sehen klingt unverbindlich, fast so, als würdest du dich drücken wollen. Beispiel, ein Freund fragt, kommst du morgen mit? Und du antwortest, mal sehen. Das wirkt, als hättest du weder Interesse noch Verbindlichkeit. Besser, ich habe noch nicht entschieden. Ich sage dir bis heute Abend Bescheid. Damit bist du klar und der andere weiß, woran er ist. Fazit und Challenge. Sprache ist wie ein Betriebssystem für dein Leben. Jedes Wort, das du wählst, programmiert dein Denken und deine Wirkung auf andere. Wenn du schwächende Formulierungen streichst und sie durch klare, selbstbewusste Sätze ersetzt, dann wirst du automatisch ernster genommen. Du strahlst mehr Sicherheit aus und du ziehst mehr Respekt, Vertrauen und Chancen an. Meine Challenge an dich: Wähle dir einen einzigen dieser Sätze und ersetze ihn eine Woche lang bewusst. Schreib mir in die Kommentare, welcher es war und was sich bei dir verändert hat. Wenn dir dieses Video gefallen hat, unterstütze den Kanal mit einem Like und einem Abo. So verpasst du keine neuen Impulse, die dir helfen, klarer zu denken und selbstbewusster zu handeln. Schaue dir auch die nächsten Folgen der Serie Gefährliche Psychotricks. Das nächste Video wartet schon auf dich.